Kapitel 7, Vers 7 verse 18. 19. Or 18? Oh yeah, 18 then. Dass da sich also Settle in Judah. dass diese Fliege und diese Biene sich niederlassen in Juda. And the fly would be Egypt, Assyria, the bee would be Assyria. Die Fliege ist Ägypten, die Biene ist Assyrien. Assyria, it says, will not go well for them. Dann heißt es, dass es für Assyrien nicht gut ausgeht. Okay, it says, for them, few cattle will be left. In verses 21, few cattle is left. In Vers 21 heißt es sinngemäß, dass wenig Rind, wenig Herden übrig bleiben. And but there is a lot of milk. Es aber viel Milch gibt. How can there be a lot of milk when you have a few cows? Wie kann es viel Milch geben, wenn es nur wenige Talking about a farmer. wenige Kühe gibt? Okay. Okay. Well, because what the point that is being made is that there are even less people to drink it. Was damit gemeint ist, es gibt wenige Kühe, aber es gibt noch weniger Menschen, die davon trinken. So you have few cows, but you still have too much milk because there will be even less people than cows. Das heißt also, ihr werdet wenige Kühe haben, aber immer noch viel Milch übrig, weil es noch viel Okay. weniger Menschen So that's like a judgment. Das ist also ein Wort des Gerichts. Okay. And it talks about also there is judgment on Syria and Israel. Es wird auch Gericht ausgesprochen über Syrien und Israel. And it says the spoils of war will be carried away from you. Da heißt es, die Beute, die Kriegsbeute wird euch weggenommen. And so Isaiah, and that is exactly the name of the son's name. It says, "Speed to the spoil," meaning the spoil of war will be carried away. That's actually the name of Isaiah's first son. Und das ist genau der Name von Jesajas erstem Sohn. Traube bald, eile Beute. And so we do see that the sons of Isaiah are also a sign for the king. Wir sehen hier, dass auch die Namen von Jesajas Söhnen ein Zeichen für den König Although not supernatural, but because of the certain name given. Nicht irgendwie übernatürlich, sondern wegen den Namen, die ihnen gegeben wurden. And then, after having spoken against the enemy, Nachdem Jesaja jetzt prophezeit hat gegen den Feind, then also he speaks. He also turns his guns against Judah, richtet er seine Waffen jetzt auf Juda. and it says that Assyria will come in like a flood. Und er sagt voraus, Assyrien kommt herein, bricht herein wie eine Flut. And so now we are already in chapter 8, Jetzt sind wir in Kapitel 8. and it says, because God's people refused the waters of Shiloah that flow gently, Wo es heißt, weil Gottes Volk das Wasser von Siloa, die still dahin fließen, verachtet. Shiloah is a river in Jerusalem. Bei Jesaja 8, Vers 6. Siloa ist ein Fluss in Jerusalem. And so because they have refused the gentle river, Weil sie diesen sanften Fluss abgelehnt haben, a mighty flood will come against Jerusalem. kommt eine mächtige Flut gegen Jerusalem. And this flood will cover all of Judah. Sie wird ganz Juda bedecken. And it will be everywhere, a big flood, Diese Flut wird überall sein. covering all the cities. Sie wird die ganzen Städte bedecken. And only Jerusalem remains standing, like only the head is still above water, whereas the rest of the body is underwater. Nur Jerusalem wird noch stehen, wird noch so ein bisschen der Hals über Wasser halten und das Wasser wird den ganzen Rest des Körpers bedecken. Okay. And so, of course, this is a figure of speech. Das ist natürlich eine bildliche Figur. There is not a literal flood, but he's talking about Assyria conquering all the cities of Judah. Es geht nicht um eine wörtliche, eine Flut von Wasser, sondern davon, dass Assyrien die ganzen Städte in Juda einnimmt. And so there is judgment against Judah, Das ist Gericht gegen Juda. but Judah is still rescued in the sense of Jerusalem. Jerusalem is still above water. It can still breathe. Aber Juda wird dann noch gerettet werden. Sie hat den Kopf gerade, Jerusalem hat den Kopf gerade noch über Wasser und wird. And then it suddenly says, "O Emmanuel," Und dann heißt es plötzlich, O Immanuel, in chapter 8, verses 8. in 8, Vers 8. Okay, so again it uses the word Emmanuel for the second time. Da kommt zum zweiten Mal der Name Immanuel vor. Okay, and so the people that have refused the gentle waters in Jerusalem, Das Volk, das die Wasser von Siloa, die stillen Wasser verachtet hat, the peaceful river that God brings, diesen friedevollen
Fluss, den Gott bringt. And because they have refused that, God will bring a strong river. Weil sie das abgelehnt haben, bringt Gott jetzt eine starke Flut. Alright, and so we see the 732 siege brings a lot of damage to Judah. Und diese Belagerung von 732, die bringt viel Schaden auf Juda. And then if we continue to read verses 9 and 10, Wenn wir dann weiterlesen in Versen 9 und 10. band together your people and be dismayed. Listen, all your far countries. So we're talking about this alliance between Syria and Israel. Beschließt ein Rat, es hört nicht daraus. But also this alliance, perhaps, that King Ahaz was making against Assyria, with Assyria. Da geht es einmal um das Bündnis von Israel und Syrien, aber vielleicht auch um das Bündnis, das König Ahas von Juda mit Assyrien geschmiedet hat. Okay, and he's speaking to all of them, be dismayed, you are going to be in despair. Und er sagt ihnen allen, Be dismayed. ihr müsst doch Be terrified. Be terrified. fürchtet euch. Take counsel together, in verse 10. In Vers 10, beschließt einen Rat. Because it shall be brought to nothing. Es wird nichts daraus. Speak a word, but it will not stand. Beredet euch und es geschieht nicht. And now we again read 8 verse 10. God is with us. Again, Emmanuel. Und hier wieder in Vers 10 lesen wir, hier ist Emmanuel, Gott ist So mit uns. this is the third time we read Emmanuel. Das ist das dritte Mal, dass wir hier And these are Emmanuel lesen. the only 3 times that we read Emmanuel in the entire Bible, in the entire Old Testament. Das sind die einzigen 3 Male, dass wir Emmanuel im Alten Testament lesen. Okay? And so, we now know, Matthew says this is talking about Jesus. Und wir wissen schon, Matthäus sagt später, das spricht von Jesus. So, Isaiah is continuing to encourage Ahaz. Jesaja ermutigt hier weiterhin Ahas. In verse 11, it says, For the Lord spoke this to me, while his hand was strong upon me. In Vers 11 Verse heißt 11. es, so sprach der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam. Okay, he was probably referring to his call in chapter 6. Da schaut er wahrscheinlich zurück auf seine Berufung, die wir in Kapitel 6 gesehen haben. Because then, of course, he had the fear of the Lord upon him very heavily. Wo die Furcht des Herrn stark über ihn kam. And it says, Isaiah is saying, and warned me not to walk in the ways of this people. Verse 11 still. Und weiterhin in Vers 11, da sagt Jesaja, der Herr, der mich warnte, ich sollte nicht wandeln auf dem Wege dieses Volkes. Do not call conspiracy all that people call conspiracy, and do not fear what it fears, or be in dread. In other words, do not be afraid of the people. Do not have any fear for people. Do not have any fear of what they are when they conspire against you. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt, und von dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Also habt keine Angst vor den Menschen, die sich gleich gegen euch verbünden. But the Lord of hosts, verse 13, him you shall regard as holy, him you shall fear and be in dread for. In Vers 13 heißt es, verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und euer Schrecken sein. And so he is calling on Ahaz to trust God. Er ruft Ahas auf, Gott zu vertrauen. But he refuses to trust God. Er weigert sich aber, Gott zu And then vertrauen. we read verse 14. Und dann sehen wir Vers 14. He will become a sanctuary, a Er wird, stone one strikes against. 8 verse 14. er wird ein Fallstrick sein, ein Stein des Anstoßes. So we don't read sanctuary, we read a staff or a stone. That is a stone of offense and a rock of stumbling. Ja. But also there is supposed to be a place of safety. Also in der englischen Übersetzung heißt es, er ist ein Heiligtum oder ein Zufluchtsort. That's not in German. Look at the English. Okay, in this translation. Okay, when we use that one, can you read it for us? You should better check what translation you're using Oh, here. it's the blessed Luther, the anointed one. No, that one is correct. Okay, also das ist die bessere Übersetzung. Okay. Das heißt ein Heiligtum. Okay, all right. So it talks about a contrast is made between a sanctuary Da wird also ein Kontrast hergestellt zwischen einem Heiligtum and a stumbling block. und einem Stein des Anstoßes. It's the same thing. Ein Stolperstein. Es ist To dasselbe. one, Zum it is a sanctuary. dem einen ist es ein Heiligtum, To somebody else, it is a stumbling block. einem anderen ist es ein Stolperstein.
So here we read about, in 8 verse 14, we read about a stumbling stone. Ein Stein des Anstoßes sehen wir hier also in Vers 14. Elsewhere in 28 verse 16, Woanders in Kapitel 28, Vers 16, we read about a cornerstone or foundation stone. da geht es um einen Grundstein, um einen Fundamentstein. Okay. Now look up Romans Jetzt schaut euch mal an Römer 9, Kapitel 9, verses 30 to 33. Verse 30 bis 33. And Paul is speaking about how people respond to something that's called a stone. Da spricht Paulus davon, wie die Leute reagieren auf etwas, was er einen Stein nennt. And he is talking about a stumbling stone, like we read in Isaiah. Und da spricht er auch von einem Stolperstein, wie wir das hier in Jesaja gelesen haben. And Paul uses this passage in Isaiah to explain that because the Jews stumbled over Jesus, they stumbled over the stumbling stone, therefore the Gentiles are now included in the house of God. Jesaja benutzt diese Stelle aus Jesaja, um zu erklären, wie die Juden, die über Jesus gestolpert sind, als Stolperstein, wie das dazu geführt hat, dass die Heiden jetzt auch mit drin sind in Gottes Wort. And so Paul also in Romans explains that the entry point for coming into the house of God is happening by faith. Und Paulus erklärt hier auch in Römer, dass der Eintrittspunkt in Gottes Haus, in sein Volk zu kommen, immer durch Glauben passieren wird, durch Vertrauen. So this truth of salvation by faith is already back in Isaiah. Diese Wahrheit von Rettung durch Glauben sehen wir schon in Jesaja. And Paul would say in Romans that we are not children of God because we are descendants of Abraham. We are children of God because we are having faith, like Abraham had faith. Paulus schreibt dann auch im Römerbrief, dass wir nicht Gottes Kinder sind, weil wir Nachkommen von Abraham sind. Das führt nicht dazu, dass wir Gottes Kinder sind, sondern nur, wenn wir Glauben haben. The very message in Isaiah, trust God, and then you have deliverance. Genau die Botschaft von Jesaja, vertraut Gott, dann werdet ihr gerettet. That's the condition. Aber das ist die Bedingung. Verse 16. In Vers 16. Bind up the testimony, seal the teaching among my disciples. 17. I will wait for the Lord who is hiding his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Verse 18. See, I and the children whom the Lord has given me are signs and portents in Israel from the Lord of hosts who dwells in Zion. In 16 bis 18, da sagt Jesaja, ich soll verschließen die Offenbarung, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern und will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, als Zeichen und Weissagung in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. So you were right to say the sign was the child that Isaiah had. Du hattest das recht, wenn du gesagt hast, das Zeichen war das Kind, das Jesaja bekommen hat. Because it says that God called Isaiah in chapter 8, okay, write this on a rock. In Kapitel 8 hat Gott zu Jesaja gesagt, setz das in einen Stein. And that was the name of the son. Das war der Name seines Sohnes. And then go to the prophetess, your wife, who is a prophetess, and have a child, and then name that child once it's born that name. Und dann geh zu deiner Frau, zu der Prophetin und hab dein Kind und dann nenne ihn bei diesem Namen. So there was a sign. Das war also ein Zeichen. And it was spoken against Israel, and soon Israel 722 will happen, and then they're taken out. Das Zeichen wurde gesprochen gegen Israel und dann bald drauf, in 722, wurden sie zerstört. But at the same time, the New Testament authors say this sign is also a spiritual sign of Emmanuel. It says fulfilled in Jesus. Gleichzeitig sagen das auch die Schreiber des Neuen Testaments, dass da ein geistliches Zeichen dabei war und dass das Zeichen von Emmanuel durch Jesus erfüllt ist. Now Jesus is not called Emmanuel. Jesus' Name war nicht Emmanuel, But the name means Yahweh saves. aber der Name bedeutet, Yahweh
ist gut, das hier. And yeah, God, no, Jesus, Jesus. Aber der Name Jesus bedeutet, Yahweh saves. Yahweh rettet. And of course, God is, and He fulfills, His life fulfills the meaning Emmanuel, because while Jesus was on earth, God was with man. God dwells with man. Und Jesus Leben erfüllt den Namen Immanuel. Denn solange Jesus auf der Erde war, war Gott bei uns Menschen. So God name, Jesus means Yahweh saves, He fulfills Emmanuel, God with us. Jesus Name bedeutet also Gott rettet und sein ganzes Leben erfüllt den Namen Gott ist bei uns. And so all of this talk therefore is about a child. Also all das, was hier besprochen wird, dreht sich um dieses And Kind. yesterday we talked a little bit about it, remember? Gestern haben wir schon ein bisschen davon We only talked about the kingdom of God, über das Königreich Gottes. and that was in chapter 11 and 12 later. Das war ein bisschen später in Kapitel 11, 12. And then there was suddenly mentioning of a child shall lead them. Und plötzlich hieß es dann, ein Kind wird sie anleiten und sie führen. And that child, now we know, is this Emmanuel that we talked about in Isaiah 7. Dieses Kind, das wissen wir jetzt, ist dieser Emmanuel, der hier in Kapitel 7 auftaucht. So basically, King Ahaz, who is a descendant, he's a descendant of David, Also dieser König Ahas, der ein Nachkomme von David ist, and but he was not worthy to be on the throne. aber nicht würdig war, auf dem Thron zu sitzen. And then God said, then Isaiah said, you know what? I'm going to give you a sign anyway. And I'm speaking of Emmanuel, the son of David, who will eventually be on this throne, a worthy king. Und dann sagt Jesaja ihm, weißt du was, ich gebe dir trotzdem ein Zeichen, das Zeichen von Emmanuel, auch ein Nachkomme von David, der irgendwann mal auf diesem Thron sitzen wird und ein würdiger König sein Now, wird. why did God still rescue King Ahaz? Warum hat Gott König Ahas aus der Schlinge geholfen? Because remember, what did Syria and Israel want to do? Was wollten denn Syrien und Israel tun? They wanted to remove the king from the throne. Die wollten den König vom Thron stoßen. In other words, they wanted to mess with the messianic line. Die wollten also Davids Linie, die messianische Linie zerstören. And so God says, no way, Jose. Und Gott sagt, nee, läuft nicht. And so even though Ahaz was evil, he was still finding some kind of a deliverance, because his life was saved, because God would not allow the enemy to replace somebody on the throne in Jerusalem that's not a descendant of David. Obwohl Ahas so böse war, hat Gott trotzdem ihn beschützt, weil er es nicht erlauben wollte, dass der Stammbaum, dass die Linie von David unterbrochen wird. Because God, of course, also has this plan of a great, God has God's redemptive plan idea coming forth here. Weil Gott natürlich einen größeren Plan hat, weil Gott hier seinen Rettungsplan weiterführt. All right, and so we have this. Okay. So we talked about the stumbling stone. All right. We've done all this. All right. Good. So a child shall reign over you. Ein Kind wird über euch regieren. And then it finishes in chapter 8. In Kapitel 8 geht damit zu Ende. And it's still about this child that shall reign. Yeah. Da geht es noch um dieses Kind, was regieren wird. And so we see that Isaiah rebukes some fortune tellers. Jesaja weist da ein paar Wahrsager zurecht. Okay, and so he is making a fortune tellers and also against Assyria. Er spricht gegen die Wahrsager und auch gegen Assyrien. And it says that they will be defeated. Und es heißt, sie werden besiegt werden. They will curse their own gods. Sie werden ihre eigenen Götter verfluchen. And they will be in anguish. They will be gloom. They will be in thick darkness. Sie werden in Trübsal und Finsternis sein. Okay. I'm not sure anymore why I wrote 1890. Oh, okay, in verse 21. Okay, it's wrong there. It should say what I said. Okay, so in 19 and 20 In Vers 19 und 20 is like a rebuke against fortune tellers.
geht Jesaja gegen diese Wahrsager vor. There is no dawn for them. Meint, es wird kein Sonnenaufgang für sie In geben. verse 21, which is missing here on the PowerPoint, Und Vers 21 dann, 21 and 20. Okay, 21, yeah. That is the judgment against Assyria. Vers 21, da sehen wir dann das Gericht gegen Assyrien. And so they will be in great distress, they are defeated, they will go home hungry and so forth. Die großen Schwierigkeiten sein werden, die eine Niederlage erleiden werden und hungrig nach Hause gehen. They will curse their own gods. Sie werden im König, ihrem Gott fluchen. And so when is that fulfilled? Wann wird dieses Wort erfüllt? That is going to be fulfilled in the next story, which is 701. Das wird in der nächsten Geschichte, in die 701 Soon you're going to read about King Hezekiah, bald lesen wir von König Hiskia, who trusts God, der Gott vertraut hat. and then 185,000 Assyrian troops are killed by an angel. Und dann 185.000 assyrische Truppen von einem Engel getötet werden. And I will give you the scripture reference. We'll come to that in just a moment. Da kommen wir gleich dazu. But Isaiah already prophesied this to King Ahaz. Jesaja prophezeit ja schon, sagt ja schon dem König Ahas voraus. All right? Okay, so yeah, you know what? So it is right here. Yeah? It's the continuation. So it predicts gloom for Assyria, 21 to 22. Jesaja sagt also Finsternis für Assyrien voraus. I forgot that it was on the next slide. Kommt hier auf der nächsten So Seite. it's there. And then, okay, chapter 9, verse 1, Und dann in Kapitel 9, Vers there is a 1 contrast. sehen wir einen Kontrast. The first word is but. Das erste Wort ist doch. Das ist bei uns in 8:23. Okay, but there will be no gloom Doch, for those who are in anguish. doch, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Yeah? So there is gloom for Assyria, no gloom for the people in anguish. So now there is a prediction about Israel that there is salvation. Es wird also dunkel sein über den Assyrern. Es wird nicht dunkel sein für Juda, die im And Gefängnis so, sind. and it speaks of two particular names, Zebulun and Naphtali. Und dann kommen da zwei Namen vor in 8:23, Sebulon und Naphtali. And their gloom will end. Ihre Finsternis wird beendet. Now Zebulun and Naphtali are in the farthest north of Israel, Sebulon und Naphtali sind hoch im Norden von and they are Israel. the ones first sent into exile by Assyria. Das sind die, die zuerst ins Exil durch Assyrien So geschickt wurden. those have been taken out already. Die wurden schon weggeführt. But then Isaiah says there will be no gloom for them. Und Jesaja sagt dann, es wird nicht dunkel bleiben über ihn. Okay? Because it talks about a former time and a latter time in 9 verse 1. Denn in diesem Vers 8:23 sehen wir eine frühere Zeit und die Zeit hernach. In the former time, they're taken out. In der früheren Zeit werden sie weggeführt. But now it speaks about a latter time and it will be more glorious. Und dann heißt es da, in einer späteren Zeit wird es noch glorreicher und ehrhafter And sein. then suddenly it says at the end of verse 1, Galilee of the nations. Und dann heißt es am Ende von 8:23, das Galiläa der Heiden. Verse 2, the people who walked in darkness have seen a great light. 9 Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Those who lived in a land of deep darkness, on them light has shined. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Okay, now what is this all about? Worum geht es da jetzt? It's about Jesus. Das handelt von Jesus. Because darkness came first in the north. Zuerst kam die Dunkelheit im Norden. And now Isaiah says light will come first in the north. Jesaja prophezeit jetzt auch das Licht, das bricht And an that- zuerst im Norden. And that is fulfilled in Matthew 4, verses 12 to 16, Das ist in Matthäus 4, 12 bis 16 erfüllt. where we read that Jesus began his ministry from Peter's house. Peter's house is in Capernaum. Capernaum is in Naphtali, the very place that was taken out in Isaiah. Da lesen wir in Matthäus, dass Jesus seinen Dienst im Haus von Petrus anfing. Das Haus war in Kapernaum,
Bereich von Naphtali im Norden Israels. And Matthew explains that the reason Jesus moved to Capernaum was to fulfill the scripture. Matthäus sagt sogar, der Grund, warum Jesus dorthin gereist ist nach Kapernaum, war, um diese Prophezeiung hier zu erfüllen. He is quoting Isaiah that we just read. Und er zitiert diesen Vers aus Jesaja, den wir gerade gelesen haben. So here we see that back in Isaiah we see that a picture of hope is given. Wir sehen, dass hier damals von Jesaja ein Bild der Hoffnung gegeben But wird. a picture of hope, of light, for who? Ein Bild des Lichts für wen? Well, in Isaiah it says Galilee of the nations. Bei Jesaja steht Galiläa der Heiden. Matthew says Galilee of the Gentiles. Also bei Jesaja könnte man das Galiläa der Nationen übersetzen. Matthäus macht daraus Galiläa der Heiden. Galilee of the Gentiles. Das Galiläa der Heiden. The people sat in darkness have seen a great light. Who is that light? That light is Jesus. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Wer ist dieses Licht? Das ist Jesus. So the promise, the prophecy that Isaiah gave in chapter 9 verses 2 is Jesus. Also die Erfüllung dieser Prophetie, die Jesaja in 9 Vers 1 gibt, das ist Jesus. Jesus began his first headquarter, his YWAM base. He placed his YWAM base all the way in the north. Seine erste Einsatzbasis war ganz im Norden von Israel. And so the light began to shine first in the north. Und sein Licht hat er zuerst dort im Norden scheinen lassen. And so that was in fulfillment of Isaiah's prophecy. Als Erfüllung von Jesajas Prophetie. Now we already and of course Jesus is not a physical kingdom but a spiritual kingdom. Natürlich, Jesus brachte kein weltliches Königreich, sondern ein geistliches So the Königreich. light that is brought to Zebulun and Naphtali out of the city Capernaum is a spiritual light. Das Licht, das jetzt also Zebulun und Naphtali scheint aus dieser Stadt Kapernaum, ist ein geistliches And the Licht. next thing we read about, you have multiplied the nation. Und als Chapter 9 letztes, verse 3. im nächsten Vers, in Vers 2, da lesen wir, You have increased his joy. du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen. They rejoice before you as with joy at the harvest, as people absorb the dividing plunder. Wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. For the yoke of their burden and the bar across their shoulder, the rod of their oppressor, you have broken, as on the day of Midian. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Okay, the day of Midian again reminds the audience of the Gideonites. Remember, as Gideon, and Gideon defeated the Midianites with only 300, an army of 300. Am Tage Midians, das hätte die Leser daran erinnert, wie Gideon damals mit 300 Mann die Midianiter And so there was a geschlagen hat. miraculous deliverance at the time of Gideon. Und es diese wundersame Errettung gab. zur And Zeit here we talk Gideons. about a miraculous deliverance again, and there is a multiplication taking place, multiplying the nation. Und hier sehen wir jetzt, wie eine wundersame Errettung wieder stattfinden wird und wie das Volk So again, multipliziert wird. we talk about, where are all the markers? I only have green here. Okay, I'll use green. All right, so we have, remember this example that I was using? Denkt nochmal zurück an dieses Beispiel. And I called this the remnant. Das habe ich den Überrest genannt. And I talked about, that ultimately it was just Jesus on the cross. Zunächst mal, es war nur Jesus am Kreuz. And now after Jesus, we see again a very big remnant. Nach Jesus sehen wir dann einen großen Rest. And we have multiplied the nations, chapter 9, verse 2. Die Nation wurde vervielfältigt, wie es Now- im Englischen heißt in 9 Vers 1. And that's speaking of the church. Gentiles are now included in the church, In 9 Vers 2. in Israel. Ja. Gentiles have included with Israel. Der Grund, warum es da heißt, die Nation wird vervielfältigt, weil die Heiden jetzt mit dabei sind. Before, the remnant was only a small Jewish group. Zuvor war der Rest nur eine kleine Gruppe von Juden. Now the remnant is like 1 billion people, because we have a lot of people in the churches today.
Jetzt ist der Rest wie eine Milliarde Menschen, weil wir so viele Menschen Now it's heute in der still a Gemeinde haben. minority because the world is still bigger. There are more non-believers than believers, so it's still a remnant. Dieser Rest ist auch heute noch eine Minderheit, weil es mehr Nichtgläubige in der Welt gibt als Gläubige. But sure, the picture now is much bigger. You have multiplied the nation. Aber das Bild ist heute schon viel größer als damals im Alten Testament. All right, and so Es that's, wurde vervielfacht. and how is that possible? Wie ist das möglich? Well, chapter 9, verse 6, it begins with a continuation. The word for